Es ist ein geheimer Plan der Eliten. Deutschland soll nach und nach abgeschafft werden. Immer mehr Ausländer rein, immer mehr Deutsche raus. Von dieser Theorie liest, hört und sieht man im Internet immer wieder, zum Beispiel in Videos wie diesem. Es geht um die gezielte Umvolkung eines ganzen Kontinents. Es geht um einen geplanten Bevölkerungsaustausch, der meiner Ansicht nach an Völkermord grenzt. Das Stichwort ist also Umvolkung. Die Frage ist, woher kommt diese Theorie und was ist dran? Gibt es tatsächlich irgendwann keine Deutschen mehr in Deutschland? Ist das ein Plan der Eliten? Antworten darauf jetzt in der ersten Folge von Mr. Wissen to Go exklusiv. Der Austausch der deutschen Bevölkerung. Wenn es um dieses Thema geht, dann hört man ein Wort immer wieder, auch hier bei YouTube, nämlich Umvolkung. Das hört man auch in einem Video, das ungefähr 30.000 Mal aufgerufen wurde bisher und von jemandem kommt, der sich Freund der Wahrheit nennt. Ja, und dass es tatsächlich einen Bevölkerungsaustausch gibt, das belegt Freund der Wahrheit mit einem Interview, das der Harvard-Dozent Jascha Munk vor einiger Zeit den Tagesthemen gegeben hat. Zum Zweiten, dass wir hier ein historisch einzigartiges Experiment wagen, und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Ist damit wirklich alles gesagt? Beweist Jascha Munk damit, dass der Bevölkerungsaustausch von langer Hand geplant ist, also ein Experiment der Eliten ist? Das habe ich ihn einfach mal direkt gefragt über Skype und folgendes war seine Antwort. Nein, natürlich nicht. Weder ich noch Frau Merkel noch irgendjemand, der sagt, wir machen jetzt hier in Deutschland ein Experiment, sondern aus ganz anderen Entscheidungen, auch wirtschaftlichen Entscheidungen, haben wir etwas gemacht, was in historischer Perspektive ein neuartiges, einzigartiges Experiment ist. Aber nicht, weil jemand gesagt hat, wir machen hier das Experiment, sondern weil in den 50er und 60er Jahren zum Beispiel ein Bundesfinanzminister gesagt hat, die Unternehmen rennen uns hier die Tür ein. Das Interview mit Jascha Munk ist aber nicht der einzige Beleg, den Freund der Wahrheit anführt und den man immer wieder im Internet findet. Es geht auch noch um etwas anderes, nämlich um einen geheimen Plan der UNO, der Vereinten Nationen, in dem die Umvolkung, der Bevölkerungsaustausch festgelegt wurde. Dazu heißt es in dem Video: Wer ist nun unter anderem für dieses historisch einzigartige Experiment verantwortlich? Im Jahr 2001 hat die Population Division der UNO, also die Bevölkerungsabteilung, einen Bericht herausgegeben, der hieß Replacement Migration, is it a solution to declining and aging populations? Fakt ist, dieses Dokument ist echt. Das gibt es tatsächlich und es stammt wirklich von den Vereinten Nationen. Fakt ist aber auch, es geht dabei nicht um einen Plan, sondern einfach nur um eine Forschungsstudie. Erkennt man unter anderem auch schon an dem Fragezeichen hinter dem Titel. Und wenn man sich das Dokument genauer anschaut, was man ohne Probleme machen kann, das gibt es auch auf Deutsch, dann sieht man, da wurde einfach nur was berechnet. Es wurde mal geschaut, wie können wir in 8 Ländern mit besonders niedriger Geburtenrate den Bevölkerungsstand zum Beispiel gleich halten oder wie können wir an anderen Parametern etwas verändern. Das wurde auch niemals geheim gehalten. Es haben verschiedene Medien darüber berichtet, die Frankfurter Rundschau zum Beispiel, die FAZ und andere. Und man kann dieses Dokument auch frei einsehen. Ich habe es euch unten in der Infobox verlinkt. Da wird also nichts unterdrückt. Es ist auch kein Plan, sondern es ist einfach ein Gedankenspiel. Einen weiteren angeblichen Beleg für einen groß angelegten Bevölkerungsaustausch findet man auch hier bei YouTube, nämlich eine Rede des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Der soll gesprochen haben von dem Ziel der Rassenvermischung, die man auch notfalls durch Zwangsmaßnahmen erreichen soll. Aber stimmt das wirklich? Jetzt muss ich sagen, mein Französisch ist leider nicht das Beste und bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches behaupte, hören wir lieber mal jemanden, der sich auskennt oder das auch richtig übersetzen kann, nämlich meine Kollegin Luisa. Die lebt und arbeitet schon seit langer Zeit in Frankreich, hat sich die Rede mal genauer angeschaut und das ist ihre Einschätzung. Nein, Sarkozy fordert nicht zur Rassenvermischung auf. Er spricht viel eher von einer Herausforderung der Vermischung, die es zu bewältigen gilt. Le défi de métissage. Und ganz wichtig ist zu beachten, dass es im Original auch ganz anders weitergeht als in dem uns präsentierten Video. Denn im Original spricht er davon, dass Frankreich eben historisch bedingt schon immer eine Nation war, die gemischt war an Ideen, an Kulturen, an Geschichte, eben métissé. Und er hat diese Rede gehalten vor Elitestudenten. Und in dieser Rede ging es um Chancengleichheit und Vielfalt der Gesellschaft. Ja, das heißt, dieser Ausschnitt aus der Rede von Nicolas Sarkozy, der ist einfach falsch übersetzt worden. Andere Dinge werden aus dem Zusammenhang gerissen oder nicht richtig dargestellt. Aus Versehen oder mit Absicht.
Das wollte ich mal wissen vom Freund der Wahrheit, von dem wir jetzt ja schon einige Ausschnitte aus seinem Video gesehen haben. Ich habe ihn per Skype kontaktiert und das hat er dazu gesagt. Ich versuche in meinen Videos einzelne Puzzleteile zusammenzufügen. Es soll die Grundlage sein für die Menschen, für meine Zuhörer, selbst zu recherchieren. Und du siehst kein Problem darin, dass man verschiedene Zitate nimmt, die vielleicht aus dem Zusammenhang ein bisschen nimmt, wie das von Yascha Mounk, wie das von Nicolas Sarkozy, in einen anderen neuen Zusammenhang stellt und das dann in ein Video packt, anstatt, du hast es ja zum Teil sehr differenziertes dargestellt, dann doch mal beide Seiten darstellt. Warum diese Zuspitzungen? Ich habe eine bestimmte Rolle, aber ich versuche diese Rolle seriös und mit seriösen Quellen auszuführen oder zu erfüllen. Und ich denke, das ist mir bisher nicht schlecht gelungen. Es sind sehr intelligente Menschen, die diese Videos auch sehen, die gehen auch selbst recherchieren, schreiben mir Nachrichten, hast du das noch bedacht und so. Also, wie gesagt, ich denke, das wäre zu vereinfacht, wenn man es einfach das einzelne Video so darstellt, das wäre das, ja, wie soll ich sagen, eine Aneinanderreihung von Zitaten, die aus dem Kontext gerissen wurden. Das sagt also der Freund der Wahrheit. Wenn ihr euch das komplette Interview mit ihm anschauen wollt, prüfen wollt, ob wir da vielleicht irgendwas verzerrt haben, ihm falsche Worte in den Mund gelegt haben, dann klickt mal oben auf das i, da findet ihr das komplette Interview. Natürlich könnte man sagen, wenn einige wenige Menschen Wörter wie Umvolkung benutzen, die ja aus einem Vokabular der Nazizeit stammen, dann ist das an sich gar nicht so schlimm. Aber ist das tatsächlich so? Das wollte ich mal wissen von Thomas Nier. Er ist Professor am Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaften der Universität Aachen und hat sich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wenn das Wort heute benutzt wird, steckt ja eine Behauptung dahinter, dass es nämlich sozusagen einen Plan gibt, das deutsche Volk auszutauschen gegen ein anderes Volk. Und die Identitären machen das zu ihrem zentralen Schlagwort, die reden immer vom großen Austausch. Mit Sprache überhaupt wird ja unsere Sicht auf die Wirklichkeit kommuniziert. Und wenn sich bestimmte Sichten auf die Wirklichkeit durchsetzen, dann werden sich auch bestimmte Vorstellungen durchsetzen. Natürlich ist diese Vorstellung so platt, wie sie ist natürlich höchst problematisch und deshalb ist auch das Wort natürlich mit Vorsicht zu genießen. Umvolkung. Die Theorie, die dahinter steckt, ist allerdings schon viel älter als YouTube oder das Internet. Es gibt sie streng genommen schon seit den 1940er Jahren. Und auch dazu findet man im Netz jede Menge. Es geht um den sogenannten Houghton-Plan. 1943 hat ein amerikanischer Akademiker von der Harvard University namens Ernest Houghton einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Breed War Strains Out of Germans, was übersetzt so viel bedeutet wie den Kriegerstamm aus den Deutschen austreiben. Und es geht in dem Aufsatz darum, dass man die Deutschen vermischen soll mit anderen Völkern, um das Kriegergen aus ihnen rauszubekommen und sozusagen das Deutsche aus den Deutschen rauszukriegen. Amerika war ja damals im Krieg mit Deutschland. Das war so eine Überlegung und man muss dazu wissen, dass Houghton ein Anhänger der Rassenlehre war. Rassenlehre damals sehr populär und der hat eben das in seinem Aufsatz verbreitet. Die Frage ist, wie viel Einfluss hatte denn Ernest Houghton wirklich? War er wirklich Präsidentenberater, wie zum Beispiel immer wieder gesagt wird? Haben andere auf das gehört, was er da geschrieben hat? Um das rauszufinden, habe ich mich getroffen mit Michael Butter. Der ist Professor an der Universität Tübingen, beschäftigt sich dort auch sehr intensiv mit solchen Theorien, hat ein Buch veröffentlicht neulich mit dem Titel Nichts ist wie es scheint. Da geht es auch um die Theorie der Umvolkung, um den Houghton-Plan und das hat er mir gesagt. Die amerikanische Regierung hat das niemals auch nur eine Sekunde in Erwägung gezogen. Die wussten wahrscheinlich überhaupt nicht davon, dass es diese Idee jemals gegeben hat. Er war auch gar nicht Berater des Präsidenten, das liest man immer wieder. Nein, er war überhaupt nicht Berater des Präsidenten. Also er wird dann ja oft so über einen Hut geschoren mit Leuten wie Morgenthau, der ja zumindest mal Außenminister war eine Zeit lang und der ja auch den Morgenthau-Plan entwickelt hat. Aber Houghton hatte überhaupt keinerlei Einfluss. Sie glauben also nicht, dass denn irgendjemand, der Einfluss hat, ausgegraben hat, diesen Plan vielleicht vor 30, 40 Jahren und gesagt hat, so und jetzt setzen wir den um? Das glaube ich nicht, und zwar aus zwei Gründen glaube ich das nicht. Ich glaube erstens nicht, dass irgendjemand, der Einfluss hatte, auf diesen Plan rekurriert hat. Und zweitens, selbst wenn dem so wäre, ist es einfach so, dass sich Geschichte über einen so langen Zeitraum nicht planen lässt. Und der Verschwörungstheoretiker kann das nur dadurch auffangen, dass er dann sagt, naja, das ist ja alles Teil des Plans. Aber dann wird das Szenario natürlich noch absurder, als es schon ist, wenn man sagt, jemand setzt seit mehreren Jahrzehnten den Houghton-Plan in die Tat um. Das heißt, an den vielen Theorien, die man da im Internet findet zu einer angeblichen Umvolkung, ist, wenn man sie sich genauer anschaut, sehr wenig bis gar nichts dran.
Aber, das muss man auch sagen, gleichzeitig ist es so, dass tatsächlich momentan viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und dass mit Deutschland etwas passiert seit einiger Zeit. Schauen wir uns dazu doch mal einige Zahlen an. Im Jahr 2016 hatten immerhin 18,6 Millionen Menschen in Deutschland einen sogenannten Migrationshintergrund. Ein Höchststand. Das sind 8,5% mehr als noch 2015. Einen Migrationshintergrund hat man übrigens in Deutschland laut Definition, wenn man entweder selbst eingewandert ist oder wenn einer der beiden Eltern bei der Geburt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Das waren im Jahr 2016 immerhin knapp ein Viertel der Gesellschaft. Das liegt an der hohen Zuwanderung im Jahr 2015 und 2016. Trotzdem muss man sagen, bleibt Europa die wichtigste Herkunftsregion der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Die Bedeutung anderer Erdteile ist aber, auch das gehört zur Wahrheit, gestiegen. Es ist also durchaus etwas dran an der Aussage, dass der Migrantenanteil in Deutschland immer weiter steigt. Auch deshalb, weil die Geburtenrate bei Frauen mit Migrationshintergrund im Durchschnitt höher ist als bei Frauen ohne Migrationshintergrund. Wobei man sagen muss, deutsche Frauen bekommen gerade auf die letzten Jahre gesehen immer mehr Kinder. Aber trotzdem ist da ein Anstieg zu beobachten. Die Frage ist, verkraftet unsere Gesellschaft so etwas? Genau das wollte ich von Jochen Oltmer wissen, von der Universität Osnabrück. Er ist Migrationsforscher. Die Frage, ist das zu viel, können wir das verkraften, sind überhaupt nicht neu. Und ich denke, das, was man beobachten kann, ist, dass die bundesdeutsche Gesellschaft damit sehr gut klargekommen ist. Wenn man beispielsweise eben nach bestimmten Kriterien fragt im Kontext von Integration und diese Kriterien in den europäischen Vergleich einspeist, dann sieht man, die Bundesrepublik steht im Blick auf Integrationspolitik und Integrationsleistung relativ gut da. Man muss aber sagen, wenn man sich die Diskussion genauer anschaut, stellt man fest, vermutlich hätten die wenigsten Kritiker der Zuwanderung, die wir gerade in Deutschland haben, ein Problem damit, wenn Leute aus Österreich oder Frankreich nach Deutschland kommen würden. Es geht vor allem um Menschen muslimischen Glaubens. Es wird ja auch oft von einer Islamisierung gesprochen. Aber die These, die dahinter steckt, ist ja, Muslime können sich in Deutschland schlechter integrieren, können sich vielleicht gar nicht integrieren und verändern die Gesellschaft zum Negativen. Was ist da dran? Auch das wollte ich von Jochen Oltmer wissen. Nichts, weil wir in diesem Zusammenhang über ein überaus heterogenes Kollektiv sprechen. Es wird ein spezifisches Kollektiv, die Muslime, konstruiert. Damit werden bestimmte Eigenschaften verbunden, die als negativ gesehen werden. Es kommt dazu, dass diese Menschen oder dieses ganze Kollektiv auch als minderwertig dargestellt wird. Und zu diesem Element der Minderwertigkeit gehört auch die geringe oder die mangelnde oder die gar nicht vorhandene Integrationsbereitschaft. Unterm Strich heißt das also, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Dingen zu tun. Auf der einen Seite die krude Theorie der Umvolkung, die oft auf falschen Behauptungen basiert, und auf der anderen Seite eine Tatsache, nämlich einen steigenden Migrantenanteil in Deutschland. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Es gibt keine Eliten, die einen geheimen Plan haben, irgendwas steuern wollen, Deutschland abschaffen wollen, die Deutschen mit anderen Menschen austauschen wollen. Das stimmt also nicht. Aber klar ist, unsere Gesellschaft verändert sich gerade. Und sie wird sich auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern. Wohin? Das wird man noch sehen. Mich würde natürlich mal interessieren, was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und bei so einem heiklen Thema sage ich es nochmal dazu, bitte, bitte bleibt sachlich. Ich habe das auch versucht hier in diesem Video zu machen. Viele meiner Quellen findet ihr unten in der Infobox. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ist das hier die erste Folge einer neuen Rubrik Mr. Wissen to go exklusiv. Gibt es ab sofort einmal im Monat hier auf meinem Kanal und wir wollen uns Themen widmen, die man sonst nicht so richtig mitbekommt, von denen man sonst nichts hört. Wir wollen vielleicht auch Missstände aufdecken. Da bin ich auch auf euch angewiesen. Habt ihr irgendwo was mitbekommen? Wisst ihr von Dingen, die an die Öffentlichkeit sollten, aber bisher keine Öffentlichkeit haben? Dann schreibt uns eine Mail, die Adresse ist unten in der Infobox hier auch nochmal eingeblendet und im Impressum des Kanals. Ihr könnt es also gar nicht verfehlen und natürlich behandeln wir Hinweise auch komplett anonym und es ist auch noch eine Threema-Nummer unten eingeblendet, auch darüber könnt ihr natürlich komplett anonym schreiben. Ich freue mich da auf Hinweise und nicht verschweigen möchte ich, dass ich das Ganze hier nicht alleine mache. Ansonsten, die Videos hier auf meinem Kanal mache ich ja komplett allein. Inhaltlich hier habe ich Unterstützung von Sarah. Sarah ist die Redakteurin dieser Videos und ich freue mich sehr, dass Sarah mit an Bord ist. Ich danke euch jetzt fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Hinweise, auf eure Kommentare und sage bis zum nächsten Mal.